Also, wenn ich nach Leipzig fahre? Hallo Leute, ich bin fürs Wochenende nach Leipzig gefahren. Und zwar will ich hier fotografieren mit Schwester und Freundin. Und wir haben uns als Anfangspunkt das neue Rathaus ausgesucht. Es wird seit 1905 genutzt und hat mit knapp 115 Metern den höchsten Rathausturm in ganz Deutschland. Es steht neben dem Stadthaus hier rechts im Bild zu sehen. In den Kellergewölben befindet sich der Leipziger Ratskeller, ein Restaurant, das aus dem früheren historischen Weinkeller hervorgegangen ist. Und welche anderen Dinge es in Leipzig noch gibt, die ihr auf keinen Fall verpassen dürft, zeige ich euch in diesem Video. Unweit vom Alten Rathaus findet ihr die Thomaskirche, eine der wichtigsten Kirchen hier. Und der bekannteste Kantor war Johann Sebastian Bach, der auch hier begraben ist und dessen Grab ihr euch anschauen könnt. Wofür die Kirche vor allen Dingen bekannt ist der Thomaner Knabenchor mit seiner 800-jährigen Geschichte. Ich probiere jetzt die Leipziger Lerchen, eine leckere Spezialität hier aus der Stadt. Schmeckt sehr gut. So, der erste Nachmittag in Leipzig neigt sich dem Ende zu. Morgen folgt aber noch so viel mehr, deswegen seid gespannt. Guten Morgen, Tag 2 in Leipzig. Wir sind gerade mit der Tram zum Lindenauer Hafen gefahren. Hier gibt es eine coole Mischung aus alten und neuen Gebäuden, die wir uns anschauen wollen. Und zudem auch etwas Natur, wovon ich eh nie genug bekommen kann. Beim Bäcker genehmigen wir uns eine Stärkung, bevor es zu unserem nächsten Stopp geht. Trink noch mal einen Schluck Kaffee. Mach doch mal das, wofür du hier bist. Trink mal einen Schluck Kaffee. Wir wollen hier einen alten, heruntergekommenen Hafenspeicher, der als Getreidesilo erbaut wurde, fotografieren. Schaut euch nicht nur die wunderschöne Altstadt an, sondern kauft euch ein Ticket, fahrt in die umliegenden Stadtteile und in die Parks und schaut euch auch diesen Teil von Leipzig an, denn er ist wirklich super schön. So, wir sind jetzt fertig am Lindenauer Hafen und gehen jetzt zu Fuß 20 Minuten bis zur Baumwollspinnerei. Die Baumwollspinnerei ist ein Riesenkomplex, in dem Arbeiter früher, wie der Name schon sagt, Baumwolle gesponnen haben. Dann wurde sie umgebaut und restauriert und heutzutage gibt es auf diesem riesigen Gelände verschiedene Shops, Ateliers, Werkstätten, kleine, süße Cafés. Das dürft ihr meiner Meinung nach in Leipzig nicht verpassen. Das Areal ist super für eine kurze Pause.
Aber lange stillsitzen kann ich nicht, bevor ich weiter auf Erkundungstour gehen will. Plant hier unbedingt genügend Zeit ein, denn es gibt sehr viel zu entdecken. Weiter geht's in der beliebten Karl-Heine-Straße. Dort findet ihr internationale Restaurants, süße Cafés, tolle Kunstausstellungen und vieles mehr. Für unseren nächsten Stop machen wir uns am späten Nachmittag auf in den Südosten der Stadt. Die bekannteste Sehenswürdigkeit, die ihr in Leipzig nicht verpassen dürft, ist das Völkerschlachtdenkmal. Es ist mit rund 90 Meter Höhe das größte Denkmal in Europa. Es erinnert an die Niederlage Napoleons, auf dessen Seite die Sachsen gekämpft haben, und galt bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs als größte Schlacht der Weltgeschichte. Von der obigen Aussichtsplattform habt ihr einen grandiosen 360-Grad-Blick auf Leipzig und ist allein deswegen einen Besuch wert. In wenigen Sekunden erreichen wir den äußeren Rundgang in 57 Metern Höhe. Beim Abstieg erleben wir dann eine Überraschung. Zurück in der City besuchen wir noch das Opernhaus und den Bayerischen Bahnhof. Am nächsten Morgen starten wir schon früh in den Tag. Gegen kurz nach 7 treffen wir im Johanna-Park ein. Danach geht's mit Koffein im Körper zu einem meiner nächsten Leipzig-Tipps. Das alte Rathaus ist eine der Hauptsehenswürdigkeiten hier in Leipzig und befindet sich mitten in der Innenstadt. Es stammt aus dem 14. Jahrhundert und vor allen Dingen die Außenfassade ist mit seinen kleinen Details super schön anzuschauen. Und auf dem Marktplatz davor wurde, wie der Name schon sagt, auch früher Markt gehalten. Verschiedene Stände gab es, verschiedene Messen. Ursprünglich wurde diese aber auch für Ritterspiele und auch als Hinrichtungsstätte genutzt.
Direkt hinter dem Rathaus befindet sich die alte Handelsbörse und der Naschmarkt mit seinen Open-Air-Cafés. Die Nikolaikirche ist die älteste Kirche in ganz Leipzig. Berühmt ist sie vor allen Dingen wegen der Montagsdemonstrationen, die hier im Herbst 1989 stattgefunden haben, die gegen das Regime der DDR protestiert haben, die dann den Mauerfall und die Wiedervereinigung Deutschlands zur Folge hatten. Unbedingt anschauen solltet ihr euch auch das Innere der Kirche, denn die Palmensäulen habe ich so noch nie gesehen und waren für mich wirklich ein Highlight in ganz Leipzig. Hier möchte ich unbedingt diese bronzene Wasserklangschale ausprobieren, die durch Reiben mit nassen Händen an Bügeln und am Rand Töne erzeugt. Ich höre schon was. Ich gebe es auf, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ihr? Dann schreibt es gerne in die Kommentare unten. Die Mädler-Passage ist eine von vielen Passagen in der Stadt, die zum Verweilen einlädt. Bekannt ist sie vor allem für den Auerbachskeller und die Statuen aus Goethes Faust. Zum Schluss geht's noch einmal zum Café Kandler für eine weitere Runde Leipziger Lerchen. Vielen Dank. Ich hoffe, meine Leipzig-Tipps haben euch gefallen. Habt ihr noch andere, weitere, die ihr ergänzen würdet, dann schreibt sie gerne in die Kommentare unten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like unter diesem Video. Und wenn ihr auch bei meinem nächsten Abenteuer dabei sein wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Ich lasse den Nachmittag jetzt ganz entspannt ausklingen mit einer Leipziger Lerche. Und ich sehe euch in meinem nächsten Video. Ciao! Ja? Okay. Auf geht's! So ganz so oldschool. Auf geht's! Plant ihr unbedingt. Das macht sie einfach. Ich schaffe das. Atmen. Dreimal langsam atmen. Unbedingt anschauen solltet ihr euch auch das Innere der Kirche, denn... Nein! What? Tina lacht mich immer aus. Wie hast du gemacht? Die bekannteste Sehenswürdigkeit, die ihr in Leipzig nicht verpasst... Statue wurde erbaut aufgrund... I don't know. Die rund 90 Meter hohe Statue wurde erbaut, nachdem die napolitanischen... Napolitanische... Nee, das ist Neapel. Napoleonischen... Mal schnell nachgucken. Ich probiere jetzt die Leipziger Lerchen. Die... Wie heißt denn das? Eine der Leipziger Leckerlis. Ob das so gut war? I don't know. Ah, das ging doch.